An unserem dritten Aufenthaltstag an der Ostseeküste ist nunmehr unsere Standortinsel Rügen für eine Besichtigungstour an der Reihe. Erstes Ziel ist dabei die im äußersten Norden Rügens gelegene Steilküste am Kap Arkona. Im Ort Puttgarten endet schließlich die Fahrstraße, weshalb das Kap vom Parkplatz aus nur per Kleinbahn oder auf einem gut 2 Kilometer langen Fußweg erreicht werden kann. Leider ändert unser bisheriges Wetterglück zumindest an diesem Vormittag, so dass wir das Angebot einer Kleinbahnfahrt zum Kap sehr gerne annehmen. Schon bald eröffnet sich ein erster Blick auf die weithin sichtbaren Leuchttürme, die längst zu den Wahrzeichen Rügens gehören. Der quadratische ältere, nach dem Namen des Architekten benannte Schinkelleuchtturm steht unter Denkmalschutz und wird überwiegend für Hochzeitsfeierlichkeiten genutzt. Angeblich sollen hier geschlossene Ehen ein Leben lang anhalten. Der alte Peilturm diente ursprünglich als Funkfeuer für die Marine und lockt die Besucher auch wegen einiger interessanter Kunstwerke in seiner Umgebung. Der bald nachlassende Regen ermutigt uns zu einem Spaziergang entlang der Steilküste zum Aussichtspunkt Gellort. Mit Gellort erreichen wir den nördlichsten Punkt Rügens und genießen die Aussicht auf die bewegte Ostsee. Die Kleinbahn steht unterhalb des Kaps schon bereit, um uns wieder zurück zum Parkplatz zu bringen, wobei wir aber gerne noch die Möglichkeit eines vorherigen Ausstiegs im Ort Puttgarten nutzen. Hier stößt vor allem eine originelle Mischung aus Pub und Shop, ganz im Sinne britischer Traditionen, auf unser Interesse. Hier werden nicht nur auf britische, sondern auch auf liebenswert kitschige Art alle Klischees aufgeboten, die landläufigen Vorstellungen von den britischen Inseln entsprechen. Mit der Rückkehr zum Busparkplatz endet unser Aufenthalt auf Kap Arkona und wir wenden uns nunmehr der Ostküste der Insel Rügen zu, wo wir uns von einem Besuch des Seebads Sassnitz einen weiteren lohnenden Aufenthalt erhoffen. Zunächst einmal besuchen wir den Hafen der Stadt, um uns dort mit einer ortstypischen zünftigen Fischbrotzeit zu stärken. Frisch vom Fischkutter wird hier der leckere Fischimbiss verkauft, für den der Hafen von Sassnitz so bekannt ist. Die vielfältigen Leckereien lassen sich entweder direkt von der Theke oder in ebenfalls auf den Kuttern eingerichteten Mini-Restaurants genießen. Da die eigentlich von hier geplante Bootsfahrt entlang der Kreideküste den ungünstigen Wetterbedingungen zum Opfer fällt, entschließen wir uns ersatzweise zu einem Spaziergang, der uns zum Jasmund-Nationalpark führt und uns dort zumindest mit einem Teilbereich der Kreideküste bekannt macht. Die Seepromenade von Sassnitz ist von edlen Fischrestaurants gesäumt, die etwas hochpreisigere Angebote bei stilvollem Ambiente bereithalten.
Nun lassen wir den Ortsbereich hinter uns und spazieren auf einem strandnahen Pfad innerhalb des Jasmund-Nationalparks durch urwaldähnliche Buchenwälder, die seit 2011 zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören. Der direkt an den Wald angrenzende Strand lässt sich über mehrere Zugänge jederzeit bequem erreichen. Nach einiger Zeit erspähen wir erstmals die für diesen Küstenbereich typischen Kreidefelsen. Nachdem wir die Szenerie ausgiebig genossen haben, kehren wir wieder nach Sassnitz zurück, um die nächste Station unserer Rügen-Rundfahrt in Angriff zu nehmen. Eine kurze Fahrt entlang der Küste in südlicher Richtung bringt uns zu unserem letzten Tagesziel, dem bekannten Ostseebad Binz. Auch dort steht wiederum ein Bummel entlang der belebten und überaus sehenswerten Fußgängerzone bis hin zum Strandbereich auf unserem Programm. Schon unterwegs lässt sich die Sonne wieder blicken und Rügen wird auch an diesem Tage noch seinem Ruf als einer der sonnenreichsten Orte Deutschlands gerecht. Die Hauptstraße von Binz glänzt mit pittoresker Architektur. Weiße Villen im Bäderstil, Geschäfte und Restaurants lockern hier eine große Zahl von Touristen an. Auch der Strandbereich des Ortes wirkt überaus gepflegt und elegant. Auch hier lockt natürlich ein Bummel entlang der Strandpromenade, wo prächtige Villen durch ihre fantasievolle Gestaltung die Blicke auf sich ziehen. Danach erreichen wir nochmals den strandnahen Bereich und verabschieden uns von Binz mit einem letzten Blick auf Strandschloss, Kurhaus und Meer.